ist es wirklich so, dass es auf der Welt bestimmte Orte gibt, die für Außerirdische wie ein Portal wirken und dass die Menschen, die diese Sehnsucht in sich spüren, das nutzen können, um in Kontakt zu kommen? Oder ist es nur bestimmten vorenthalten und dann spielt gar keine Rolle, wo diese Portale möglicherweise auch sind? Die Frage ist, Anna, über welche Portale sprechen wir? Es gibt nämlich echte physische Portale, die betreten werden können, die künstlich sind oder einfach innerhalb der Erde und auf der Erdoberfläche existieren aufgrund von verschiedenen energetischen Faktoren, wie zum Beispiel Kraftorten und magnetische Impulse, starker Photoneneinstrom oder auch einfach wirklich das Material, wo das Gestein draus besteht, kann schon ein Portal eröffnen. Und hier gibt es weltweit viele Portale und manche öffnen sich mit den Influx von kosmischer Energie und Licht, hat also nicht unbedingt was mit spirituellem Schuhut zu tun, sondern ist wirklich messbar und diese Portale öffnen sich und man kann physisch hindurchgehen. Sprich, wenn das Portal sich öffnet, kann ein Mensch, egal wie das Bewusstseinslevel ist, durch dieses Portal hindurchgehen und physisch in einer vollkommen anderen Welt landen. Diese Portale gibt es besonders in der Erde. Und viele Portale noch zusätzlich künstlicher Natur, heißt von ETs gebaut und auch kontrolliert. Und in der Regel brauchen diese Portale immer eine Steuerzentrale, besser gesagt ein Spaceship oder eine andere funktionale Zentrale, wie es bei der Serie Stargate, um sie zu aktivieren. Und diese Portale arbeiten mit Frequenz und mit Technologie. Frequenztechnologie. Und diese Portale sind alle in der Hand von dem Deep State, von den Eliten, von dem Kabal. Es gibt auf der Erde zwei verschiedene Sorten Menschen. Auf der einen Seite die an der Oberfläche liegen, das sind die, du, ich, wir, die arbeiten gehen, die für unser Geld kämpfen müssen und die vom System unterdrückt werden. Und dann gibt es die Eliten, die in der Erde leben, die sich gar nicht mehr als Menschen sehen, weil diese Menschen innerhalb der Erde sind interstellar. Und ich spreche nicht von Innererde wie die Atlanta, Agatha oder die hieß ja und wie sie alle heißen, die dort sind. Nein, es ist also kein New Age Bullshit, sondern es gibt negative Menschen, eine große Gruppe negativer Menschen, die auch das im Militär und alles erschaffen und kontrollieren. Die haben diese Portale, Jumping Portals, die teilweise auf Raumschiffe gehen, die teilweise auf die Venus gehen, auf den Mars gehen und auf andere Planeten gehen und wirklich interstellare Kapazität haben. Aber das ist nichts, was ein normaler Mensch greifen kann oder Zugang zu hat, weil diese Untergrundbunker, in denen sie sind, die ganze Erde, kann man sich vorstellen, ist vernetzt, alles ist hohl mit massiven Städten über Kilometer Höhe, mit künstlichem Licht, was Tageslicht emittiert. Es ist eine ganze Welt da unten, aber eine Welt gesteuert durch Hierarchie und Machthunger und Gier und eben auch den Wunsch zu kontrollieren. Und die haben wirklich diese ganzen Portale. Und alles, was sie kontrollieren, auch die New Age-Szene übrigens. Weshalb ich auch teilweise nicht sehr New Agey bin, wenn ich einfach weiß, das kommt von ihnen und das ist Teil der Agenda der Kontrolle der Menschen an der Erdoberfläche. Ein Teil davon ist auch, die Portale so als spirituelles Schuhu zu lassen, während sie die Hand haben in der echten Technologie und sie auch für sich nutzen, um den Planeten zu verlassen und auch teilweise von anderen Planeten lyrische Wesen, lyrisch sind übrigens Menschen wie du und ich, außerhalb der Erde existieren unzählige Völker, die menschlich sind. Die Menschen selber sind auch nicht direkt von dieser Erde stammend. Sie sind auf der Erde geboren, aber sind von anderen Planetensystemen kommend, ursprünglich. Und deswegen sind die meisten Seelen auch natürlich mit Erinnerung oder mit dem Gefühl, nicht menschlich zu sein und von anderen Planeten zu kommen hier auf dieser Erde. Und sie holen von anderen Planeten teilweise lyrisch-menschliche Kinder, um sie zu handeln. Das ist so, und dazu nutzen sie diese Portale. Und das können sie natürlich nur, wenn diese Information, die nach draußen kommt, sehr, sag ich mal, New Agey ist und man das dann so schemenhaft darstellt. Aber letztendlich die Wahrheit Darf ich da gerade, ja, du hattest Atlantis in dem gleichen Atemzug ja. genannt. Kann ich so verstehen, dass es
auch etwas ist, was gar nicht so existiert hat, was dann dieses New Agey ist? Oder war Nee, das Atlantis hat existiert. Atlantis hat existiert, genauso wie Lemuria existiert hat. Und beides sind aber auch kosmische Epochen, aber auch physisch hier auf der Erde gab es Atlantis und Lemuria. Aber die Qualitäten, die zum Beispiel Lemuria zugeschrieben wurden oder Atlantis zugeschrieben wurden, sind kosmische Epochen. Das heißt, hier vermischt sich so ein bisschen das, was physisch hier war und das, was an Energiequalität existiert hat. Oder existiert in verschiedenen Spektren. Letzten Endes, Atlantis hat existiert, Lemuria auch zur gleichen Zeit und sie sind untergegangen. Und das waren zwei verschiedene Völkerspektren. Die einen positiv extraterrestrisch und die anderen negativer extraterrestrisch, schon bereits in der Hand von invasiven Alien Spezies. Und beide sind mit der Flut untergegangen. Beide. Aber viele haben sich versucht zu retten und sind teilweise gestrandet in den hohen Bergregionen während der Flut und aber auch in den Untergrund gegangen in der Erde. Und die Negativfraktion ist in der Erde auch geblieben und sind bis heute noch dort. Und wer sich zum Beispiel Stargate anschaut, da wird zum Beispiel sehr, sehr viel über diese Portale gezeigt und wie sie nutzen. Und das ist tatsächlich sehr stark an der Realität dran, wie es eigentlich ist. Nur, dass es nicht in irgendeinem Parallel-Science-Fiction-Spektrum stattfindet, sondern es findet hier statt, auf dieser Erde, und zwar jetzt zu diesem Moment. Und es werden täglich diese Portale genutzt, um zu anderen Planeten zu kommen, aber eben nicht von uns. Während in der New Age-Welt das alles so ein bisschen als, ich sag mal, illusionär gehalten wird. So dieses, keiner gibt so richtige Informationen raus über die Portale und keiner weiß es und es wird immer so im Atemzug genannt mit Lemuria, Atlantis, Shambhala und sowas, aber keiner versteht, dass diese Technologie wirklich existiert, jetzt zu diesem Zeitpunkt und aktiv ist, aber von den Bevölkerungen, die auf der Erde leben, einfach ferngehalten wird. Es eine verbotene Technologie ist. Und dann kommt die Wissenschaft, die zum Beispiel irgendwelche weiteren Trugbilder noch aufbaut und sagt, das war kein Portal zum Beispiel, Portale, die existieren auf der Erde, wie zum Beispiel Stonehenge, die wirklich funktionieren würden, dann zum Beispiel zu entfunktionalisieren, indem zum Beispiel 1, 2 Steine entfernt werden, einer landet im Vatikan und einer im Buckingham Palace. Dadurch ist das Portal nicht mehr funktional, dass sie so etwas tun, dass sie Portale defunktionieren und dann landet es wie alles andere im Sagenland oder wo auch immer oder in der New Age-Welt, wo die Leute davon träumen, dass es Portale gibt und aber gar nicht wissen, dass sie tatsächlich funktional existieren. Und man kann durch diese Portale, und das ist nichts, wo man ein spezielles Bewusstseinslevel haben muss, jeder Mensch kann durch ein funktionales Portal auf der Erde gehen, in dem Moment, wenn es sich aktiviert. Die natürlichen Portale der Erde öffnen sich und schließen sich, je nach Magnetstrom, je nach Photonenstrom, kosmischen Strömen und Sonnenströmen, einfach aufgrund dessen, weil das etwas Natürliches ist. Es passiert auf allen Planeten. Jeder Planet hat diese natürlich aufkommenden Portale und wenn man dort durchgeht, landet man in parallelen Welten, in anderen Welten, aber man muss dafür keine speziellen Skills haben, sondern durch Zufall. Es gibt genug Berichte, dass Menschen durch Zufall durch ein Portal gelaufen sind und plötzlich in einer anderen Welt waren und teilweise Wochen später erst wieder zurückgekommen sind. Also es existiert, aber keiner kann das kalkulieren. Auch die ETs können nicht unbedingt kalkulieren, wann so ein natürliches Portal sich öffnet. Aber was sie gemacht haben, sie haben zum Beispiel Portale, wo die Energie so fließt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dort ein Portal sich öffnet, eine Art Sinnbild hingebaut, was ein Portal symbolisiert und haben angefangen, die Technologie zu nutzen, um dieses zu stabilisieren und das Phänomen künstlich zu erzeugen. Und das ist das, wo ich vorhin gemeint habe, dass sie über Spaceships oder Technologien, teilweise gibt es portable Portale, aktivieren können, um zum Beispiel durch diese Phänomene, also durch diese Orte, wo diese Phänomene vermehrt auftreten, das zu stabilisieren und durchzutreten. Das gibt es auch. Aber man muss, und das betone ich nochmal, nicht speziell talented sein, um das zu tun, sondern es ist wirklich einfach nur Technik und ein natürliches Vorkommen. Und je mehr die Menschen verstehen, dass Portale natürlich sind, gerade die, wo man durchlaufen kann und das nicht mehr in der Science-Fiction-Welt leben, kommen wir schon, denke ich mal, langsam an einen grünen Zweig in der Bewusstseinsentwicklung, wo wir sagen können,
wir holen uns zurück, was uns gehört.